Und dann feiert er auch noch dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Ein wundervoller Anlass, dieses Frühstück hier mit dir zu begehen. Guten Morgen, Christopher. Guten Morgen, danke für die Einladung. Wobei ich dazu sagen muss, du hättest dieses 25-jährige Jubiläum verpennt, hätte dich nicht ein Freund daran erinnert, dass du seit 25 Jahren auf der Bühne stehst. Ja, Geburtstage sind nicht so meine Sache. Ich gucke lieber nach vorne als nach hinten. Und ich habe tatsächlich das fast verpasst. Hätte nicht ein Freund von mir mich darauf hingewiesen, dass jetzt ein Vierteljahrhundert Schiller ansteht. Was hast du denn dann für ein Gesicht gemacht, als er das gesagt hat? Ich war glücklich und erschrocken gleichzeitig, denn ich fühle mich immer noch so, als hätte ich gerade angefangen erst und versuche mir meine Neugier zu bewahren und meine künstlerische Naivität. Und das mag gar nicht so richtig zu so einem Vierteljahrhundert passen, aber ich bin auch sehr dankbar für die Treue meines Publikums und bin noch sehr gespannt auf das, was kommt. Ich habe schon gehört, bei dir läuft schon die zweite Generation an Fans auf. Das heißt also, die Kinder kommen schon mit den Eltern mit zu Schiller. Es ist tatsächlich so gekommen, dass ich immer öfter höre, ja, und mein Sohn hört das auch schon oder meine Tochter und wir kommen auch zusammen zum Konzert. Das finde ich ganz toll, denn Musik kann doch eine verbindende Kraft haben und eine Tiefe haben, die Menschen zusammenbringt und sei es innerhalb der eigenen Familie. Dieses lieber nach vorne als zurückgucken, das ist ja ein hehres Ziel. Ich glaube, das wollen ja die meisten. Also bis ins hohe Alter neue Dinge ausprobieren, das Kind in sich zulassen und nie sterben lassen. Das liest sich immer so einfach, aber wie kriegst du es hin? Es ist tatsächlich eine schöne Arbeit, aber auch manchmal harte Arbeit. Denn wir sind ja umgeben von so viel Ablenkung, von wahnsinnig viel Möglichkeiten, sich zu zerstreuen, sich zu informieren. Und wenn man nicht aufpasst, dann wird das Träumen verlernt. Und wir sind von schlechten Nachrichten durchwoben und wir stehen damit morgens auf und gehen damit abends auch oft ins Bett. Deshalb guckst du sie nicht mehr, ne? Deswegen gucke ich sie auch nicht mehr. Letztes Jahr im Sommer aufgehört, Nachrichten zu schauen. Ja, ich versuche mich so langsam wieder ranzutasten, ganz vorsichtig. Mache ich vielleicht mal eine News-Webseite auf und dann ganz schnell wieder zu, um natürlich auch nicht alles zu verpassen. Aber natürlich ist doch dieser Fokus auf die Fantasie, auf Träume, gerade wenn man Musik macht, schließt sich manchmal ein bisschen damit aus, ungebremst das Malheur der Welt über sich ausgeschüttet zu bekommen. Das heißt, Fantasie und Träume kann man auch als erwachsener Mensch noch trainieren. Ja, muss wenn man man. weiß, wie. Muss man auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, wenn es um Musik, um Kunst, um Filme, um Bücher geht, dass sich jeder erst mal selbst mitbringt. Aber wenn man versucht, sich zu öffnen, dann wird das garantiert belohnt, das verspreche ich. Und wir werden heute ganz viel träumen mit deiner Musik. Christopher von Dahlen von Schiller ist Ihr und unser Gast. Schreiben Sie uns unter vollekanne@zdf.de oder kommentieren Sie auf unserer Volle Kanne Facebook-Seite. Christopher, welche Projekte gab es oder vielleicht gibt es sie auch noch in deinem Leben, die dich so richtig herausfordern? Abseits der Musik, abseits deines Jobs? Es gibt gar nicht so viel abseits von Musik, weil das Gott sei Dank ja ein sehr breites Feld ist, wo ich Und erfüllend. Und erfüllend auf jeden Fall. Es ist eine Leidenschaft und wirklich ein Traum, der wahr geworden ist für mich. Aber ein weiterer Traum sind unsere beiden Katzen. Du als Hundemensch hast dir 2 Katzen zugelegt. Ja, also eigentlich, die erste Katze hat sich sozusagen mir zugelegt. Das ist der Kater Balthasar, der eines Tages vor der Tür stand und kein Zuhause hatte. Und den haben wir dann aufgenommen. Ist das jetzt Balthasar? Das ist Balthasar, Okay, alles klar. genau. Ein sehr entschlossener Blick. Und mit einem ähnlichen entschlossenen Blick hat er sich bei uns tatsächlich in unser Herz geschnurrt. Aber nicht über die WG-App, die wir gerade kennengelernt haben. Nein, aber das wäre eine gute Idee. Ja. Über eine Katzenvermittlungs-App oder so etwas. Ja, gibt's mit Sicherheit. Aber es gibt noch eine Streunerin, ne? Die Shirin heißt sie, glaube ich. Ne? Shirin Balthasar ist der Streuner und Shirin haben wir aus dem Tierheim geholt. Das ist Shirin, genau. Okay. Weil Katzen entgegen der landläufigen Annahme doch sehr sozial sind und sich unter Katzen eigentlich wohler fühlen, auch wenn es immer noch etwas besondere Begegnungen gibt zwischen den beiden, weil natürlich auch das Revier jeweils dann verteidigt werden möchte. Das Revier des Sofas oder das Revier des Futternapfes. Kann ich gut verstehen, ist bei uns Menschen auch nicht viel anders. Ich habe bei unserem letzten Besuch erfahren, dass du versuchst, das Balthasar ans Tourleben zu gewöhnen. Ist dir das gelungen? Nein, ist mir nicht gelungen. Aber Shirin, da ist Balthasar noch einmal zu sehen. Also wir gehen oft spazieren zusammen tatsächlich. An der Leine? Nein.
Balthasar geht ohne Leine. Shirin ist einmal für 2 Tage weggelaufen. Das war ganz dramatisch. Wir haben im ganzen Ort kleine Poster aufgehängt und Suchanzeigen und über Facebook entsprechend Shirin gesucht, die auch nach 2 Tagen und 2 langen Nächten tatsächlich wiedergefunden wurde. Ich würde durchdrehen. Es war ganz schlimm. Es war ganz schlimm, aber jetzt ist sie wieder da und deswegen geht Shirin nur noch mit Leine raus. Aber sie ist sehr umtriebig und auch sehr neugierig und es kann gut sein, dass sie eines Tages vielleicht doch einmal mit in den Tourbus kommt. Wirkt denn die Schiller-Musik auf die Katzen beruhigend? Weil du machst ja sehr sphärische Sounds. Tiere reagieren auf Musik? Ja, also Balthasar ist etwas älter schon und wird langsam taub. Aber Balthasar kann, glaube ich, ganz gut erkennen, wie ich mich fühle. Und wenn ich Musik mache, bin ich meistens sehr konzentriert, aber auch Ruhe in mir. Und das mag er und deswegen ruht er auch in sich. Shirin kann auch sehr gut hören. Also zumindest hört sie Dinge, wenn sie will, wenn sie möchte, gut hören. genau. Und beide sind aber, wenn ich Musik mache, sehr nah bei mir und Shirin manchmal auch auf meinem Schoß und versucht entsprechend auch dann ein bisschen das zu machen, was ich mache, indem sie auf die Tasten drückt. Das neue Schiller-Album ist seit Anfang März draußen, seit dem 10. Chartete direkt auf Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch schon mal an Vielen dieser lieben Stelle. Dank, Dankeschön. Und jetzt dann das Comeback, und da schauen wir jetzt rein, auf die großen Bühnen ab Mai. Epische Klangcollagen, begleitet von spektakulären Lichtshows. Das sind die Konzerte von Christopher von Deilen alias Schiller. Jetzt geht es wieder auf große Arena-Tour. Schillers atmosphärisch-melodische Arrangements sind musikalische Reisen. Sie sind die Soundtracks zu Filmen, die erst mit der Musik im Kopf entstehen. Alles beginnt im Jahr 1998. Gleich zur Gründung gelingt Schiller mit Glockenspiel ein Riesenhit. Noch einen drauf setzt er 2 Jahre später mit Peter Heppner am Mikrofon. Dream of You. Es ist eine Art Erfolgsrezept. Der charakteristische Schiller-Sound trifft auf unverwechselbare Stimmen. Der Morgen erwacht in deinem Sonnenschein. Du führst mich nach Haus an Bergen und Tälern. Doch Christopher von Deilen bewegt sich nicht nur in ätherischen Soundsphären. In seinem aktuellen Song nimmt er Bezug auf die Kriegssituation in Europa. Das Video zu Empire of Light wurde unter schwierigen Bedingungen in der Ukraine gedreht. So that's the story about a new life, a new beginning. Es ist die Geschichte eines neuen Lebens, eines Neuanfangs. Das Video soll metaphorisch zeigen, dass trotz des Krieges da draußen die Menschen immer noch Liebe in sich tragen. About the world outside, they have love inside. Dieser Song wird sicher auch zu hören sein, wenn Schiller in diesem Sommer durch die großen Hallen der Republik tourt. Mit spektakulärer Lightshow und epischem Sound. Illuminate, so heißt das Album, so heißt auch die kommende Tour. Ab dem 1. Mai heißt noch mehr Licht, noch mehr Laser. Müssen wir uns Sorgen machen, dass die Frankfurter Jahrhunderthalle wie eine Supernova verglüht, wenn du da auftrittst am 2. Mai? Ein bisschen vielleicht, ein bisschen Sorgen müssen wir uns machen. Tatsächlich werden wir auf dieser Tour wirklich sehr viel mit Lasern arbeiten, um das Licht wirklich in die ganze Halle zu bringen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr aufgeregt, denn nach 3 Jahren wieder in diese großen Hallen zu gehen, das erzeugt auf jeden Fall weiche Knie. Aber live ist live. Wir versuchen, jedes Konzert zu einem Unikat zu machen und ein Live-Erlebnis anzubieten, was es eben dort wirklich nur im Rahmen eines Konzertes gibt. Ich war beeindruckt, was die Tourplanung angeht. Du spielst, ich glaube, bis auf einen Abend durch, vom 1. bis zum 17. Mai. Wie macht ihr das logistisch?
Habt ihr mehrere Bühnen? Das Nein. kriegst du nicht alles auf- und abgebaut. Doch, das schafft man. Wenn man das schlau plant, kriegt man das auf jeden Fall. Wir gehen meistens gegen 6 Uhr morgens in die Halle rein. Und gegen 2 Uhr oder 1 Uhr sind wir wieder draußen und versuchen entsprechend dann natürlich rechtzeitig im nächsten Ort zu sein. Also es macht ja Spaß. Allen, die das tun, das ist unsere Leidenschaft und wir möchten nichts anderes tun, als zu spielen und auf Tour zu gehen. Und das kann Berge versetzen und das kann sehr viel Energie freisetzen. Und wenn man das vernünftig eben vorbereitet, dann kann man das auf jeden Fall hinbekommen, dass man jeden Tag woanders ist. Was für eine Taktung. Es sind im Prinzip, glaube ich, fast alle dabei auf dieser Tour, die man auch auf dem Album hört. Genau, ja. Trifft es denn auch auf das ukrainische Team zu? Also da hast du ja mit einem ukrainischen Regisseur und Choreografen gearbeitet und Tänzern. Ja. Die Idee war tatsächlich auf dem Tisch, dass wir diesen Tanz auch in die Show mit einbeziehen. Aber aus verschiedenen Gründen ist das sehr schwer umsetzbar, weil einige das Land nicht verlassen können oder wollen, weil sie im Prinzip sagen, nein, wir finden das eine spannende Idee, aber wir möchten hier unsere Freiheit verteidigen. Wir kommen gerne mit auf Tour, wenn wir wieder unser Land für uns selber haben. Deswegen ist das für diese Tour erst einmal nicht möglich, leider. Aber ich hoffe sehr, dass es in Zukunft so etwas geben wird. Ich habe gelesen, das war deine Art und Weise, dich einzubringen, was die Unterstützung für dieses Land angeht. Und zwar, weil du gesagt hast, zu dieser Kooperation mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, du hast es nicht wegen des Krieges, sondern trotz des Krieges gemacht, diesen Videodreh dort. Naja, schau, es gibt ja immer ganz viele Gründe, etwas nicht zu machen. Bei jeder Entscheidung, die man trifft, kann man abwägen, macht man ja auch und sagt, mache ich so, tue ich es nicht. Und komischerweise ist ja das Blatt Papier, wo man Gründe aufschreibt, die gegen etwas sprechen, immer sofort voll. Und das Blatt Papier, was die Dinge beinhaltet, die für etwas sprechen, da quält man sich dann. Oder überlegt sich auch, was sollen die Menschen denken, was sollen die Leute denken, ist das jetzt opportun oder gibt das Ärger? Aber in diesem Falle war das unausweichlich, diese Videos dort zu drehen. Denn ich war immer wieder für Konzerte in der Ukraine, habe also ein persönliches Verhältnis zu vielen Freunden dort und Musikern und Künstlern. Und es erschien vollkommen logisch, gerade in diesen Zeiten dort Kunst zu machen, wenn man so möchte, auch wenn es auf den ersten Blick sich ausschließt und man sagt, wieso, da ist doch Krieg, da kann man doch jetzt kein Tanzvideo drehen. Aber genau das Gegenteil von dem zu machen. Die wollen den Job. Die wollen den Job und für die ist es ja auch nicht einfach nur ein Job, sondern das ganze Team, wenn man sich das Making-of anschaut, also die Reportage, die dabei entstanden ist, die freuen sich und die wissen, dass um sie herum der Irrsinn tobt, aber sie haben ganz freundliche und leidenschaftliche Gesichter und haben so einen Spaß dabei gehabt. Sie waren eine Woche lang auf Standby, weil keiner wusste, ob gedreht werden kann. Und jeden Morgen um 5 hat der Regisseur sozusagen in die Runde gerufen, heute klappt's nicht, wegen Stromausfall, wegen Fliegeralarm. Und dann gab es diesen einen Tag, an dem beide Videos auf einmal gedreht worden sind. Und das ist ein tolles Gefühl, zumindest einen mikroskopischen Anteil daran gehabt zu haben, dass ein paar Menschen für ein paar Stunden glücklich waren. Und du hast Aufmerksamkeit geschaffen mit den Videos und mit dem Making-of dazu. Es gibt noch eine iranische Sängerin, die Teil dieses Albums ist, Yalda Abbasi aus Teheran. Geht sie mit auf Tour? Oder ist sie zurück in ihre Heimat? Yalda Abbasi geht auf jeden Fall mit auf Tour. Sie ist auf dem Album mit dabei und sie war 2019 schon mit uns auf Tour und geht auch dieses Jahr, Gott sei Dank, mit uns auf Tour. Hat eine ganz besondere Klangfarbe in ihrer Stimme und wird die Musik in eine Richtung lenken, die es so in der Form selten gibt bei Schiller. Aber ich freue mich sehr darauf, dass es möglich ist, diese gemeinsame Tour zu machen. Es gibt, da kommen wir nämlich gleich noch drauf, vor allem auf Teheran, weil es gibt ein Klassikradio-Projekt, das du gerade umsetzt. Los Angeles ist, glaube ich, schon im Kasten und Teheran steht als nächstes auf der Liste, wenn ich richtig informiert bin. Du hast nämlich auch ein ganz besonderes Verhältnis zum Iran. Du bist da auch schon mehrfach aufgetreten. Das wollen wir gleich noch vertiefen. Super. Wenn es okay für dich ist. Sehr gerne. Ja. Christopher von Dahlen von Schiller, Fragen an den Mann jederzeit, vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren bei uns auf der Facebook-Seite. Christopher, du hast viel von der Welt gesehen. Welche Orte haben dich beflügelt? Weil du siehst sie auch oft durch die Linse einer Kamera als Fotograf. Und welche haben dir Angst gemacht? Also Angst hat mir eigentlich kein Ort bisher gemacht. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich glaube, wenn man angstfrei versucht, durchs Leben zu gehen und Orten, Menschen zu begegnen,
dann ist das Risiko, dass was passiert, sehr gering. Und man wird belohnt durch schöne Erinnerungen und durch Dinge, die vielleicht nicht nach Plan laufen, aber genau deswegen im Gedächtnis haften bleiben. Der Sonnenuntergang, der Strand, die Palmszenerie, die auf Postkarten natürlich gerne angeguckt wird, ist zwar natürlich verlockend, aber es bleibt nicht so viel hängen, bei mir zumindest nicht. Deswegen versuche ich immer an Orte zu gehen, die so ein ganz bisschen jenseits der reinen Schönheit sind. Und dadurch für mich aber sehr schön werden. Um die erste Frage zu beantworten, ich habe im Iran, glaube ich, sehr, sehr viele Gelegenheiten und Möglichkeiten gehabt, Dinge, Situationen zu erleben, die meinen Erwartungen gar nicht entsprochen haben und gerade deswegen wunderschön waren. Wir haben aktuelle Bilder von dir aus Spanien. Da hast du gerade Urlaub gemacht, warst in Cadiz. Warum gerade dort? Meine Freundin ist dorthin gefahren und ich habe mir tatsächlich für 4 Tage Zeit genommen, auch dort hinzugehen und ein ganz bisschen zwischen dem Album und der jetzt anstehenden Tour einmal kurz die Tapetengarnitur zu wechseln. Und das ist ein Ort, der auf den ersten Blick, sieht man solche Wohnblocks aus den 60er und 70er Jahren. Etwas, was man nicht schön finden muss. Aber ich finde das sehr schön. Das war ein Morgen, da war es ganz nebelig noch. Und ich finde, dass genau solche Orte, die eben vielleicht nicht auf den ersten Blick, außer den Palmen, jetzt nach Urlaub aussehen, spricht mich sehr an. Und da mache ich sehr gerne Fotos und versuche, wie auch jetzt hier, mit Perspektiven zu spielen und ein ganz bisschen einen anderen Blick auf das Normale zu finden. Hast du da viel nachbearbeitet oder ist das Licht so gewesen, wie es auf dem Foto gerade eben zu sehen war? Das gerade eben war tatsächlich das farbige Foto, würde man auf Instagram #NoFilter. Ja, das sah wirklich so aus. Genau, das war der Sonnenuntergang und es sieht genau so aus, wie es das Telefon tatsächlich dort aufgenommen hat. Ach, du fotografierst tatsächlich mit dem Smartphone? Du hast jetzt keine irgendwie 5.000 € Hightech? Ich habe noch nie so eine teure Kamera gehabt. Ich habe eine etwas größere Kamera als das Telefon, als das Smartphone. Die habe ich auch oft dabei gehabt und habe sie nie benutzt. Und jetzt nehme ich sie gar nicht erst mit mehr, sondern ich mache das alles mit dem Telefon. Denn die Bilder sind mittlerweile so gut geworden, dass es gar keine Ausrede gibt, zu sagen, ich lasse es bleiben. Ja. Die meisten kennen dich als Musiker. Das mit der Fotografie, das machst du nebenbei. Aber tolle Bildbände, die ich schon von dir gesehen habe. Eins liegt bei mir auf dem Sofa und immer wenn es ein grauer, nebliger Tag ist, dann gucke ich da rein. Allein der Umschlag ist schon schön. Dankeschön. Wir hatten gerade einen Anruf von Balduin Hoppe. Der ist 60 Jahre alt, er ist Rentner. Er schreibt oder hat uns gesagt, er liebt deine Musik, hat immer Gänsehaut und ich vergöttere ihn. Um Himmels Willen, damit kann ich gar nicht gut umgehen. Also es freut mich sehr auf jeden Fall, dass dir die Musik gefällt und danke für deine Worte. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es kommt an, Balduin, du guckst uns gerade sicherlich. 2023, dein Jahr mit großer Illuminates-Tour. Ich glaube, wir beide gehen da auch noch hin. Auf jeden Fall, ja. Allein schon wegen der Filmmusik. John Williams, hast du gesagt. Hat Großartige Musik, ja. Du bist ein Filmmusik-Fan. Ja. Schreibst ja im Grunde genommen selber jeden Tag. Ich versuche es, ja. Eva Kerschbaumer, ein toller Musiker und Mann. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist, dass ich niemals aufhören muss mit dem, was ich mache und dass ich weitermachen kann und meinen Traum zu leben. Und vielen Dank fürs Mitträumen und vielen Dank fürs Mitreisen. Steffen Elsner ist seit 25 Jahren, seit Beginn, weil du hast ja 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr, ein großer Fan von Schiller. Er wollte wissen, ob es mal wieder Projekte mit Peter Heppner gibt. Das wird oft gefragt und das würde ich mir auch sehr wünschen und ich hoffe, dass es eines Tages geschehen wird. Peter hat eine fantastische Stimme, ist ein großartiger Künstler und es wäre wirklich toll, wenn nach diesen beiden Stücken, die wir zusammen gemacht haben, noch ein drittes folgen würde, um zumindest eine Trilogie daraus zu machen. Du hast es heute schon mehrfach am Frühstück gesagt, du bist jemand, der gerne träumt, du bist ein Träumer. Das hört man auch. Kannst du Träume deuten? Hast du dich damit mal beschäftigt? Nein, das habe ich nicht. Natürlich träume ich auch nachts sehr viel, bin manchmal sehr ratlos, was das zu bedeuten hat. Und es gibt ja ganz viele Versuche, das zu erklären und daraus irgendwas zu machen. Aber da bin ich ich bin auf jeden Fall kein guter Erklärer. Und ich glaube auch, dass manchmal Träume das bleiben sollten, weil sie sind nämlich Träume und dass man nicht alles sezieren muss. Bist du in der Lage,
Das interessiert mich jetzt doch schon sehr. Eine Melodie zu träumen und die dann, wenn du wach bist, umzusetzen. Das würde man denken. Man würde sich denken, dass man nachts wirklich Ideen hat, die man dann im Prinzip in Musik umformen kann. Billy Wilder, ein Filmregisseur, hat mal gesagt, dass er genau aus dem Grund sich einen Notizblock und einen Kugelschreiber neben das Kopfkissen gelegt hat, um eben, wenn er einen Traum hat, das aufzuschreiben, um auf eine Filmidee zu kommen. Du müsstest ein Klavier neben das Bett stellen. Das müsste ich wahrscheinlich tun, aber dann eines Morgens ist Billy Wilder aufgewacht und hat dann auf seine Notizen der Nacht geschaut und da stand dann drauf, Boy meets Girl. Also Junge trifft Mädchen. Und das ist im Prinzip von ihm aus gesehen die Geschichte, die er immer wieder erzählt hat. Ich weiß nicht, was bei mir draufstehen würde oder was im Prinzip klingen würde. Aber Melodien träumen ist mir noch nicht passiert bis jetzt. Wenn das passiert, erzählst du es uns hier beim nächsten Besuch. Sofort, als erstes. Christopher, ganz ehrlich, guckst du es dir an? Ich bin noch unentschlossen. Sehr diplomatische Antwort. Ich fürchte, ich muss rein. Ja, wobei meine Tochter ist noch zu klein, die will das noch nicht sehen. Ah, verstehe. Ja, es sieht sehr bunt aus auf jeden Fall. Wenn du da vorher irgendwelche halluzinogenen Drogen zu dir genommen hast, hast du verloren im Kino, definitiv. Ich gebe mal ein paar Zuschauerreaktionen noch an dich weiter. Christopher, kannst dich freuen auf Jana Wagner, die kommt am 6. Mai nach Oberhausen zu dir. Super. Für sie geht ein großer Traum in Erfüllung. Die Petra kommt am 4. Mai nach Mannheim, wie sie hier schreibt. Dankeschön. Und wen haben wir hier noch? Joachim am 2. Mai nach Frankfurt in die Jahrhunderthalle. Super. Läuft's gut bei dir? Ich freue mich drauf, ja. Endlich wieder Arena-Tour. Janine Brüsk gefragt, hast du Lampenfieber? Ja. Tatsächlich Ein immer ganz noch? klares Ja. Auf jeden Fall. Lampenfieber ist extrem wichtig. Wenn das aufhört, muss man selber auch aufhören. Ich frage mich jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, das ist schon fast ein geflügeltes Wort geworden, warum machen wir das eigentlich? Und da gibt es dann auch ein paar Sprüche, dass man sagt, bitte ein Taxi zum Bahnhof, und bevor man auf die Bühne geht, weil es so eine Todesangst ist. Ach, wirklich? So extrem ist es ja, bei dir? Es ist der Gedanke daran, vor so vielen Menschen zu spielen und das, was ich bei mir zu Hause in meinem Musiklabor mir ausdenke, auf einmal wirklich vor Publikum zu spielen, ist immer noch ein sehr bizarrer. Das legt sich aber dann nach 30 Sekunden. Das ist wie Achterbahnfahren. Man hat Angst vor dem Looping und wenn man es überstanden hat, möchte man gleich nochmal fahren. Gibt es etwas, was du immer in den letzten 5 Minuten machst, bevor du auf diese großen Bühnen gehst? Ich habe alles probiert, ist alles Quatsch. Funktioniert nicht. Nein, es ist einfach wirklich den Fokus versuchen zu bewahren und sich auf die Bühne zu freuen, aufs Publikum zu freuen und auf unvergessliche Momente. Okay, und die wird es geben, sicherlich 17 Auftritte, glaube ich, sind es, ne? Ja. Im Mai, und zwar nahezu jeden Abend in einer anderen Stadt. Ich freue mich sehr darauf. Und die neue Platte Illuminate ist auch dazu draußen seit Anfang März. Ja. Christopher, herzlichen Dank. Dankeschön, danke fürs Zuschauen. Und Ihnen schöne Ostern. Am Dienstag freut sich Nadine auf Sie. Ciao.